Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute an der Parkplatz Nussdorf in Windshausen und ich gehe heute mit euch von da aufs Granswald. Ihr seht, Mützen auf, es ist saukalt, der Wind geht stark und heute, erzähle ich euch gleich unterwegs, warum ich ein bisschen später weiterkomme und warum ich von Anfang an Brünn aufhabe. Auf geht's! Heute möchte man mal den Steig dann anschauen. Man kann auch auf der Straße weitergehen. Das ist einfach nur eine Abkürzung auf. Heute ist mir schon was passiert. Heute ist mir da das erste Mal an meiner Kraxen was gebrochen. Ich habe es im Auto schnell wieder zusammengebaut. Wenn man sowas selber baut, dann ist das genau der Vorteil. Man weiß, wo die Schraube locker ist. Und jetzt bin ich gespannt, ob da wirklich ein vernünftiger Steig aufgeht. So bin ich noch nie aufgegangen. So, jetzt bin ich gerade unterwegs links rüber und zwar deutlich links rüber. Ich bin gleich mal viel schnell los am Parkplatz und hätte gar nicht erst auf der Straße starten dürfen, sondern ich hätte gleich am Parkplatz praktisch auf dem freien Stückerl unten schon links gehen müssen. Das ist kein schmaler Steig, das ist eine Straße, auf der ich da unterwegs bin. Da geht es ihm jetzt ein Stückchen auf. Ich habe das von daheim als gepunkelte Linie im Kopf gehabt. Dabei ist eben eine durchgezogene Linie, was immer auf so einen Fahrweg hindeutet. Und da kürzen wir jetzt die richtige Forststraße, die doch deutlich rechts verläuft, die kürzen wir da ab. Da sind einiges an Straßen ist da herin und ab da ist normal gestrichelt eingezeichnet wie ein schmaler Steig. Ich bin gespannt, ob das ein Stück weiter oben losgeht, aber ab da, wo ich jetzt bin, geht die Strichelung los. Wenn wir links hinausschauen, sehen wir durch die Bahn einen Kitzstore. Wir sind ja von Rosenheim aus gesehen, bloß ein Stück weiter gefahren und dann eben links rein in den Parkplatz, kurz vor Grenzhub, da wo früher die Grenzkontrollen waren. Ich finde den Steig darauf bzw. die Straße recht gut. Auch wenn auf der Forststraße an sich nie viel Radlfahrer unterwegs waren. Ich bin da schon ewig nicht mehr raufgegangen, darum weiß ich nicht, was jetzt los ist. Aber wenn man als Fußgänger die Radler ein bisschen aus dem Weg gehen kann, dann ist ja alle geholfen. Die können sie mal laufen lassen und müssen nicht dabei bremsen und mir der Schrecker nicht dabei, weil wieder einer keine Klingel drauf hat. Ja, also der Fahrweg wird doch schneller weiter herum. Der ist zwar ausgebaut, aber man sieht, dass er nicht oft genutzt wird. Die Buchen, die da aufgingen, die sind wahrscheinlich nicht von letztes Jahr. Und wenn sie ihn wieder brauchen, dann werden sie wahrscheinlich erst einmal mit der Motorsanz durchgehen müssen und werden ihn freischneiden müssen. Die Bäume, die schon quer liegen, die liegen schon lange da. Das ist nicht jetzt von dem Wind. Und trotzdem ist natürlich heute wieder so, dass ich ein bisschen einen Blick nach oben habe. Ob nicht irgendwo was Abbruchs rumhängt, das dann ausgerechnet heute runterfallen möchte, wenn ich drunter durchgehe. Da haben wir schon so einen Kandidaten, wo man nicht gern drunter durchgeht. Vor allem, wenn ein leichter Wind geht. Von unten gesehen liegt er noch recht gut auf, aber solche muss man im Blick haben. Ja, wir sind gerade auf die Straße rausgekommen. Da beginnt jetzt das Kapitel 2. Ich zeige euch einen kurzen Kartenausschnitt dazu. Und jetzt muss ich gut schauen. Es muss da ganz in der Nähe wieder rechts raufgehen. Da geht es weiter im Steig und da haben wir auch nicht mehr die Wahl, ob wir auf der Straße oder im Steig bleiben. Weil die Straße, die führt auf zum Saureben-Diensthaus. Und wenn man weiter schaut Richtung Schwarzriss und an Sammerberg rüber. Und wir wollen ja aber zum Granswald rauf. Da werde ich jetzt nur mal in die Karten reinschauen, wie weit ich noch gehe. Und das waren jetzt ungefähr 50, 60 Meter auf der Straße, bis rechts eingegangen ist. Und ich muss sagen, früher ist mir das scheinbar nie aufgefallen. Aber ich finde den Aufstieg echt besser. Jetzt da herum hört man den Wind wieder lauter. Aber ich hoffe, dass so von wegen Knacksen und Knirschen von den Bäumen, da höre ich noch gar nichts. Da hoffe ich, dass es so bleibt. Jetzt geht es wieder rechts weiter im Steig. Das ist das Kapitel 2 und da habe ich ja schon gesagt, wir haben nicht die Wahl. Da ob wir auf der Straße weitergehen,
da kommen wir nicht zum Kranzhorn. Da müssen wir schon jetzt da rauf. Ist aber auch ein breiter Steig, ich sage mal fast ein bisschen Naturstaub pflastert, schaut aus und ist ganz gut zum Gehen. Da schaut es jetzt aus, als ob wir gerade weitergehen könnten. Das ist aber falsch. Wir haben es da links schon geschrieben, beziehungsweise ein Tafel mit der Nummer 4. Darunter war einmal ein Schwindel drauf. Da ist Kranzhorn drauf gestanden. Das fehlt aber schon. Also, das ist die Stelle, wo wir abbiegen. Und wie ich gesagt habe, unterhalb von dem Waldhang gehen wir jetzt entlang rüber. Das geht jetzt im Wesentlichen in der Richtung weiter. Und wenn sie die Richtung wechselt, dann wissen wir, wir sind schon ziemlich weit oben. Was mir gerade gar nicht so taugt, ist, dass der Wind so auffrischt. Die Baum drückt hin und her. Ich höre jetzt noch nichts knacksen, aber in so einem Fall kann man sich fast überlegen, ob man sich mal lieber in die Nähe von einem Baum stellt, der ein bisschen windgeschützt steht. Das sieht man ja, der wird sich wahrscheinlich am wenigsten hin und her biegen und vielleicht einmal da bleibt. Weil wenn einer von den morschen Hunden umfällt, da hast du nicht viel Zeit zum Abhauen. Man hört jetzt den Wind immer noch, aber ich bin jetzt in einem windgeschützten Bereich. Wir haben ja heute einen Wind, der aus Süden kommt und entgegen der Wettervorhersage hat er jetzt sogar noch mal aufgefrischt. Ja, immer kann man es nicht richtig einschätzen. Aber der ist im Laufe des Tages auf 10 Uhr hin, soll er eben deutlich schwächer werden. Und auf das spekuliere ich jetzt auch ein bisschen. Warum ich das dick habe, habe ich euch ja schon gesagt. Wir gehen gerade auf den Schüttel zu und da geht es nur mehr über Richtung Schwarzries, Heiberg und eben auf dem Weg dorthin ist dann das Saureben-Dünsthaus. Wir gehen natürlich rechts weiter. Wir sehen alle wieder raus, einmal ins Inntal und wir kurz vorher auf dem Kitsch da rüber, der heute von da wirklich von der schönsten Seite zum Sehen ist. Und dann überlege ich mir, ob ich noch zum Kranzhorn aufgehe oder nur zur Kranzhorn-Hütten. Die hat aber heute schon zu, soweit es unten angeschrieben war. Die haben bis Mitte November auf. Ihr seht, das letzte Stückerl ist dann nur mehr ein schmaler Steig, in dem wir gerade rechts abgebogen sind. Man kann da auf der Straße gerade weitergehen und ich schaue jetzt da absichtlich mal für euch rauf, denn in der Karte ist der Steig auf der österreichischen Seite gar nicht mehr eingezeichnet.
Wir sind an einem Zaunüberstieg und da gibt es auch eine Info dazu. Ich zeige euch auch in der Karte nochmal. Ab da ist der Steig, der ja eigentlich wie eine Straße ausgebaut ist, auf der österreichischen Seite nicht mehr eingezeichnet. Auf dem Steuer ist noch eine Tafel drauf, zeige ich euch kurz. 1844. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es einfach nur ein Grenzsteuer ist aus alter Zeit. Fällt einfach auf, wenn man auf der deutschen Seite noch rauf geht, das letzte Stück, dann sieht man hin. Und wie gesagt, das ist der Trend, den ich jetzt feststelle, dass auf so manchen Gipfeln auf deutsche Karten das letzte Stück zum Gipfel gar nicht mehr als Spur eingezeichnet ist. Und das finde ich ganz schlecht. Wir reden jetzt wirklich, ihr seht, die kurze Sequenz, wo ich euch das erkläre, langt schon. Da sind wir auf der offiziellen Straße, die vom Kranzhorn Parkplatz von der Erlenberger Seite raufkommt. Und warum nur der Steig unten? Also wir waren dann nicht an dem letzten Schüttel rechts raufgegangen, sondern auf der Straße gerade weiter zur Spandau. Warum nur der untere Weg eingezeichnet ist in Österreich, kann ich euch nicht erklären. Das sind 40 Meter, da wo ich jetzt nicht sagen kann, den kann die Bergwacht nicht betreuen. Oder da besteht ein hohes Risiko. Finde ich ganz im Gegenteil, da besteht überhaupt kein Risiko. Und darum finde ich es einen ganz schlechten Trend, dass solche Steige seit neuestem in die offiziellen Karten, und zwar in die topografischen Karten, oft nicht mehr eingezeichnet sind. Wir kommen auf das Stückel kurz vom Kranzhorn Haus raus, von der Kranzhorn Hütten. Und ihr seht, der Wind macht keine Anstalten, dass er schwächer wird. Ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen, ob ich noch aufgehe oder nicht. Es ist heute so, dass es mich tatsächlich ein bisschen fröstelt. Das passiert ganz selten. Ich habe meine normale Jacken und ein Langarm-Shirt drunter. Ich schwöre da auf Merino-Wolle, das taugt mir echt am besten. Aber heute ist seit langem noch mal ein Tag, wo es mir eher kalt vorkommt. Ich habe natürlich noch was dabei. Ein T-Shirt, ein Langarm, sogar noch ein Langarm-Unterhemd, so ein Winter- oder Skiunterwäsche, so wie sich das gehört. Sonst war ich ja nicht so aufgepackelt. Aber jetzt überlege ich mir an der Kranzhornhütte, ob ich weitergehe oder nicht. Letztendlich habe ich mich jetzt entschieden, dass ich nur zum Kranzhornhaus hergehe. Mir ist halt wirklich ein bisschen frisch. Ich habe mich jetzt schon die Wärme angezogen, aber ich gehe jetzt wieder runter. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.